Es ist eine gute Woche für uns Coroneros. In der Kasse ist genug Kohle, um am Wochenende das volle Programm für unsere Schützlinge zu fahren. Also werden am Freitag Reis und Eier angeliefert, damit wir am Wochenende nicht faulenzen. Das ist gut für die Hungrigen und gut für die Kondition der Coroneros. Frühmorgens sitzen die Damen im Hinterzimmer von Sris Lokal und packen die Beutel mit den Eiern. Die Schüsseln mit den Rationen füllen sich schnell. Und im Lokal baggert der Bär zwischen den Reisbergen und seine Crew tütet ein, wiegt, schließt die Tüten und stapelt sie, damit die Ausgabe bald anfangen kann. Die Listen für die Registrierung und die Ausgabenummern sind schon gedruckt. Die Bürokraten bauen ihren Arbeitsplatz im Hinterhof auf, sie ziehen dann aber wegen der heißen Sonne auf die andere Straßenseite um. Und die Essensempfänger haben sich schon lange versammelt und warten geduldig.
Na, dann kann's ja losgehen. Die Corona-Gang hat heute gleich dreifache Verstärkung. Michael, bekannt aus vorhergehenden Sessionen, ist mal wieder in Phuket und tritt zur Arbeit an. Natürlich hat er auch wieder einen Rucksack voll Süßigkeiten für die Kleinen mitgebracht. Und neu dabei sind heute Isabel und Min aus Leipzig. Die beiden jungen Taucher wollen sich ein eigenes Bild von unserer Aktion machen und helfen kräftig mit. Und was Süßes für die Kinder haben auch sie mitgebracht. Solche Sponsoren hätte der Dino in seiner Kindheit auch gerne gehabt. Naja, damals haben die GIs der Amis auch hin und wieder eine Cola oder einen Kaugummi spendiert. In der Seitenstraße beginnen die Kugelschreiber zu flitzen und an der Hauptstraße werden die Ausgabetische vorbereitet. Die Ordner versuchen eine strenge Miene aufzusetzen, damit sie ernst genommen werden. Und schon fängt die Corona-Maschine an zu rotieren. Wer besonders schlecht zu Fuß ist, wird von Coronero Gong extra versorgt. Ansonsten läuft der Betrieb so gut wie reibungslos. Inzwischen kennt ja so gut wie jeder auf beiden Seiten der Tische den Ablauf.
Isabel, Min und Michael greifen kräftig mit zu. Michael am liebsten beim Verteilen von Süßigkeiten und Luftballons. Der Dino hat den Verdacht, dass der hin und wieder einen Lutscher stibitzt. Aber der Verdacht stellt sich als unbegründet heraus. Michael hält es lieber mit dem Bier. Auf jeden Fall haben die Kinder dank doppelter Europahilfe heute zweimal Bescherung. Nicht übel dafür, dass noch gar nicht Weihnachten ist. In endloser Schleife tragen die Hungrigen die Berge auf den Ausgabetischen ab, während die Coroneros und ihre europäischen Helfer die Tische von hinten wieder auffüllen. Das geht so lange weiter, bis der Letzte bedient ist. Wie immer wird dann das Fahrzeug für den Besuch im Villenviertel bei den Prominenten beladen, damit die nicht vergebens auf ihre Verpflegung warten müssen. Isabel, Min und Michael sind mit von der Partie. Sie wollen sehen, wie es sich dort im Nobelviertel so lebt. Dort ist die Freude groß, als die Langnasen erscheinen, sowohl bei den Erwachsenen wie auch bei den Kindern.
Langsam arbeitet sich die Gruppe durch die Prunkhäuser und verteilt ihre Gaben. Bei Isabel, Min und Michael werden die Gesichter immer nachdenklicher. Und irgendwann kommt dann die Bemerkung: Nach so einer Tour erscheinen die eigenen Probleme plötzlich winzig klein. Ja, an der Erklärung ist wohl was Wahres dran. Dann ist auch dieser Teil des Corona-Wochenendes geschafft und man verabschiedet sich. Wie immer kommen später noch die Selbstabholer und dann darf die Sonne untergehen und der Kühlschrank darf seine Tür für ein kühles Bier öffnen. Der Dino denkt, er hätte das verdient und Prop fürchtet, dass es nicht bei einem Bier bleibt. Mal sehen, der Abend ist ja noch lang. Die Corona-Gang wünscht euch heute ausnahmsweise mal viel Regen und Abkühlung in Europa. Und das ist absolut nicht böse gemeint. Bleibt gesund, bleibt stark und verliert nicht den Mut. Eure Coroneros.